Du interessierst dich für das Thema Verjüngung, Zellerneuerung, aber wirklich nicht nur irgendwie durch Cremes. Es funktioniert wirklich. Lass dir von keinem was anderes erzählen und ich sage dir jetzt auch gleich noch was dazu, wie es funktioniert. Bleib mal ganz kurz dran. Ja, dann herzlich willkommen wieder bei Namahim, habe die Ehre. Und ich möchte jetzt in dem Video eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Ich halte mich wirklich kurz für die Videos der Serie Verjüngung, die ja schon auf dem YouTube-Kanal hochgeladen sind. Das erste Video, da ging es mal allgemein Erklärungen, wie das funktionieren kann, tatsächliche Verjüngung der Zellen, was es dafür braucht. Und da geht es darum, wie wichtig es ist, die mentale Ebene, damit verbunden das Zellgedächtnis, umzuprogrammieren oder neu zu programmieren auf Verjüngung. Und du kannst dir das mal anschauen. Schau mal, da gibt es übrigens eine ganze Playlist. Das ist dieses Video. Du findest die Playlist dann im Anhang an dieses Video auch verlinkt oder du schaust einfach beim YouTube-Kanal hier bei Namahim auf Playlist Verjüngungsserie. Dann das zweite Video, blende ich dir auch mal kurz ein. Das ist eine Meditation, wie du genau das, was ich eben gesagt habe, meditativ bewerkstelligen kannst. Also deine mentale Ebene bereinigen von allen Glaubensmustern, dass Verjüngung nicht möglich ist, dass Altern normal ist. Dann habe ich noch ein Video hochgeladen, das ist dieses hier. Und da geht es um das vielleicht Wichtigste, die Grundlage mal zu schaffen, dass sowas die Zellen überhaupt umsetzen. Auch wenn du es ihnen immer wieder sagst über die mentale Ebene, ist es nötig, die DNA, dein Zellprogramm umzustrukturieren und die Zellen neu auszurichten auf Erneuerung und Verjüngung. Habe ich auch dort erklärt, wie das funktioniert. Gerne mal anschauen. Dann das nächste Video, das ist dieses hier, ist noch relativ zum jetzigen Zeitpunkt neu, ist ein Channeling mit dem Engelswesen Cryon, der dir das Eranus-Chakra, das hier im Nacken hinten sitzt, vielen bekannt auch als der Lebenspunkt, aktiviert. Dieses Eranus-Chakra beinhaltet eine energetische Struktur, die den Körper dazu veranlasst, das sogenannte Todeshormon zu produzieren. Ob das jetzt ein Hormon ist, ein Peptid oder ein sonstiger Botenstoff, da äußert sich die geistige Welt gar nicht näher dazu. Das ist auf alle Fälle etwas, was dann die Zellen zur Degeneration, zur Alterung bewegt. Also diese Aktivierung ist schon mal Gold wert. Und dann das nächste Video, das zeige ich dir auch noch kurz hier eingeblendet. Das kennen vielleicht viele von euch schon. Das ist die allerneueste Art der Erdung, des Ausgleichs der Energien und der Nährung, was nochmal ein anderes Wort ist für Heilung, auf allen Ebenen und mit dieser magnetischen Stammenergie Asa Ayan. Und die wirkt unglaublich auch verjüngend. So, jetzt zu diesem Video. Du siehst schon, es ist nicht so einfach, mit einem Fingerschnipp sich zu verjüngen. Das haben wir auch vor langer Zeit bewusst so gewählt, um uns nur als Menschen zu erfahren und immer wieder diesen Sterbeprozess zu durchlaufen. Du weißt mittlerweile, wir sind viel mehr als nur Menschen. Wir haben eine ganz andere, ein ganz anderes Potenzial, und zwar das Leben, was heißt schon unendlich im Körper, aber um vieles länger. Es kursiert in mancherorts die Zahl von 999 Jahren, ist auch eine schöne Metapher für Vollkommenheit, dreimal die 9, aber viele hunderte von Jahren, und damals in der Zeitepoche Atlantis waren unsere Inkarnationen, auch du warst da inkarniert, tausende von Jahren lang, und wir haben uns dort auch immer wieder
regeneriert. Wir sind damals in die Hallen von Amenti gegangen. Auch das habe ich schon mal erwähnt in einem anderen Video. Und dort sind viele Komponenten, viele Energien gebündelt worden, um das möglich zu machen. Und ich versuche jetzt einfach mal dir in dieser Serie die, ich sage es bescheidenerweise wirklich so, mir bekannten derzeit und wichtigsten energetischen Komponenten, die du anwenden kannst, zu nennen. Also da wäre jetzt mal diese Aktivierung vom Eranus-Chakra, vielleicht hast du sie schon durchlaufen. Kann ich dir nur raten, tut unglaublich gut. Was passiert, wenn Kryon dieses Eranus-Chakra aktiviert? Also diese Energie, diesen energetisches Muster, es ist kein Chakra im üblichen Sinn, wie wir unsere Hauptchakren kennen. Es gibt ja viele Worte, es wird als Chakra bezeichnet, es ist eine energetische Struktur, die diesen Impuls immer an den Körper aussendet, dieses Todeshormon, dieses Alterungshormon oder was es dann auch ist, biochemisch gesehen, zu produzieren. Wenn dieses Eranus-Chakra aktiviert wird, dann könntest du dir das so vorstellen, also was ist eine Aktivierung? Ich bringe wieder eine Metapher. Wenn du oben auf einem Berg stehst und einen Stein runterrollen lässt, dann kann daraus eine Lawine entstehen. Falls Kinder zuschauen, glaube ich zwar nicht. Liebe Kinder, bitte, wenn ihr am Berg seid, keine Steine runterrollen lassen. Könnte eine Lawine daraus entstehen, das ist gefährlich. Kleiner Joke. Das ist eine Aktivierung. Es wird etwas in Gang gesetzt, in Bewegung gesetzt. Und je nachdem, wie sich bei einem Menschen die Energie dann ausdehnt, wie weit er den Fokus drauf lenkt, wie weit er auch die anderen bereits genannten Komponenten, oder ich werde noch ein oder zwei bei den nächsten Videos euch bringen, wie er sie anwendet, wird auch dieser Stein zur Zeit zu einer Lawine und ja, dann wird diese Aussendung dieses Impulses komplett unterdrückt. Und was in so einem energetischen Muster auch beinhaltet ist immer auch die Ursprünglichkeit dessen. Also eigentlich sendet dieses Eranus-Chakra, wenn es absolut in sich zirkuliert, den Impuls an den Körper zur Erneuerung und zur Verjüngung. Wie gesagt, wir haben uns mal was eingebaut, dass diese Ursprünglichkeit umgekehrt hat und somit also genau der gegenteilige Prozess in Bewegung gekommen ist. Eine Aktivierung ist ein Anfang. Das ist mal, da wird dieses Muster angesprochen, das vielleicht bildlich gesprochen ein Energiefeld ist, das schlafend war. Das wird mal so angestupst, dass es sich zu bewegen beginnt, dass dort Energien zu zirkulieren beginnen. Ist ein Prozess. Was anderes ist wie eine Aktivierung, ist eine Einweihung. Also wenn du jetzt zum Beispiel von der geistigen Welt eine Einweihung erhältst in eine bestimmte Energie, dann bedeutet es, dass dieses Energiefeld ausgedehnt wird, in die maximale Zirkulation gebracht wird und dann diese Energie versiegelt, ist nicht das richtige Wort, aber eine Einweihung bewirkt, dass sich diese Energie hält, dass es bleibt. Bei einer Aktivierung ist es halt so, der Stein, der den Berg runterrollt, der kann eine Lawine auslösen, muss er aber nicht. Kommt ganz auf die Umstände drauf an. Und wie gesagt, die Umstände sind vielfältig. Wir haben nämlich klug und intelligent, wie unser göttliches inneres Wesen ist, als wir uns mal vor langer Zeit entschieden haben, eben diese Sterblichkeit, dieses Altern für uns zu setzen. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge auf verschiedenen Ebenen eingebaut. Und es hatte auch den Sinn und Grund, dass es nicht so einfach ist, das zur Unzeit einfach zu überwinden. Also es braucht bestimmte Dinge,
bestimmte energetische Komponenten, Vorgehensweisen, damit das überwunden werden kann. Und in dieser Zeit sind wir jetzt, uns werden diese Energien jetzt gegeben. Also, im Zweifelsfall mal die anderen Videos noch anschauen. Ich will ja hier nicht alles wiederholen. Nochmal zur Einweihung. Wie schön wäre es denn, wenn dieses Ehrenochakra, das Cryon hier schon aktiviert hat, und viele haben geschrieben, auch in den Kommentaren, unglaublich, was sie dabei schon gespürt haben, schon bei der Aktivierung, wenn das eine Einweihung erfahren würde. Also ich mache ja so gut wie keine Einzeltermine, außer Einzelchannelings. So mache ich diese Einweihungen auch nicht. Ich könnte es, aber ich bilde die Meridianarchitekten zum Beispiel aus. Das ist ein völlig neuer Heilberuf. Und diese, die ganz neu jetzt die Ausbildung durchlaufen haben in diesem Jahr 2025, haben die Erlaubnis erhalten, mit der geistigen Welt zusammen diese Einweihung ins Ehrenochakra vorzunehmen. Wenn dich das interessiert, die Einweihung, was ich für dich tun kann, ich möchte keine Liste öffentlich stellen mit Kontaktdaten, aber dann schreib mir eine kurze E-Mail. Meine E-Mail verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung und dann schicke ich dir praktisch privat eine Liste zu von diesen Meridianarchitekten, die bereit sind, solche Termine, solche Einweihungen vorzunehmen. Und das könntest du aber dann auch mit dem oder derjenigen Meridianarchitektin, wenn dich das anspricht, selber besprechen. Es gibt noch ein Chakra, das eigentlich auch keines ist in dem Sinn. Das wird das Luina Chakra genannt und das sitzt mitten im Kopf. Ungefähr hier, so auf Höhe des Gehörgangs und in der Mitte. Und dieses Luina Chakra, das ist eine sehr komplexe Struktur, auch rund ums dritte Auge, um die Antakarana, die sogenannte Lichtbrücke, in Verbindung mit deinem Alpha-Chakra. Vielleicht hast du all diese Dinge noch nie gehört. Also es ist dieses Chakra oder diese Energiestruktur, die dich mit dem göttlichen Gedankenfeld verbindet, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und ist dafür zuständig, dass ein Mensch viel einfacher die höheren Bewusstseinskonzepte aufnehmen kann. Und für wirkliche Verjüngung auf allen Ebenen, energetisch muss das passieren, es muss in den Zellkern, also im Zellprogramm in der DNA passieren und dann im Bewusstsein auch, ist es wichtig, dass man diese höheren Bewusstseinskonzepte an sich heranlässt, dass man dieses Ich bin mehr als nur Mensch und es ist alles möglich, wirklich nicht nur gehört hat oder sagt, ja, glaube ich schon, sondern dass man das in seinem Bewusstsein verankern kann. Also es ist auch möglich, dieses Luina Chakra eine Einweihung zu geben. Auch das können diese ganz frisch ausgebildeten Meridianarchitekten. Eine Kombination wäre natürlich gut, kann man aber auch einzeln machen. Aber wie gesagt, das könntest du dann, wenn du das magst, mit denen besprechen. Und ja, und im nächsten Video werde ich nochmal eine ganz spezielle Energie nochmal ansprechen, die sowieso ganz viele von euch kennen, aber ich mache jetzt noch ein kleines Geheimnis draus. Ich werde es dann schön umfassend auch erklären im Kontext zu dem Ganzen, weil es eine weitere Komponente ist, die es braucht, um dann tatsächlich, dass die Zellen beginnen, sich nicht nur im Zellprogramm oder in der Lebensenergie zu verjüngen, sondern dann auch wirklich sichtbar diese Verjüngung stattfinden kann. Und so freue ich mich. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein kleines Stück weit dienen in deinem Wissen oder bei deinem Weg, bei deinem Bewusstsein. Und bleib für heute mal einfach so dein Namahim. Freue mich, wenn du mir ein Abo gibst oder einen Daumen hoch, ganz klar. Alles Liebe dir. Bis zum nächsten Mal.